Hallo bei Gitarren im Netz und willkommen zum Telestyle Guitar Shootout. Heute möchte ich mit euch 5 Gitarren testen und mein Plan ist, dass 3 von ihnen gehen sollen. Alle sind Telestyle Gitarren und ja, wie ihr vielleicht schon im Thumbnail gesehen habt, hier, die ihr vielleicht erwarten würdet, wie die Slik SL51 oder die 1951 von Michael Kelly oder vielleicht sogar die Slik oder vielleicht auch noch die Harley Benton. Aber die ihr wahrscheinlich nicht erwartet, ist die Yamaha Pacifica. Die hat doch gar kein Teledesign. Ja, der Körper hat kein Teledesign, aber ansonsten Mensur, String for Body, Dreiwegschaltung, Master Ton, Master Volume. What else do I have to say? Also, sie kommt mit in den Vergleich. Das mag manchen nicht passen, aber ich mache es einfach so. Und jetzt gehen wir auch schon zu Test Teil 1. Ein Klang, den ich an Telecastern ganz besonders mag, ist der cleane Klang des Hals-Pickups. Und darum geht es auch in Test Teil 1. Wie gut können Sie clean mit dem Hals-Pickup mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und wie gut klingen sie wirklich. Am Hals haben alle die Möglichkeiten, Single-Coil-Sound zu bringen, bis natürlich auf unseren kleinen Exoten, die Harley Benton, die hier ja eben diesen Filtertron-mäßigen Pickup sitzen hat, und die Michael Kelly, die hat hier einen Mini-Humbucker sitzen, aber der ist auch splitbar und so wird er jetzt auch im ersten Teil gespielt. Wir haben also sehr unterschiedliche Sounds, normale bei der Slik und bei der Stack, dann den gesplitteten Humbucker bei der Michael Kelly, den etwas außer Konkurrenz laufenden Sound der Harley Benton FLT und bei der sowieso aus dem Rahmen fallende haben wir hier einen P90 sitzen. Auch ein schöner Halsklang, oder? Wir schauen, welcher überzeugt. Los geht's. Vor jedem Testteil mache ich auch noch eine kleine Besprechung einer Gitarre. Ja, hier als erste jetzt die Slik, die SL51. Damit hat bei mir mit der Tele nach jahrzehntelanger Zeit ohne Tele wieder alles angefangen. Sehr klassisch, wirklich sehr klassisch. Die Brücke, die Reiter, die Tonabnehmerbestückung. Das Einzige, was nicht ist, sie hat eben nicht diesen zurückgesetzten Halsstab, sondern nimmt den Hals zurück, wie eher bei einer Les Paul. Also eben nicht dieses abgesetzte Design, was die Yamaha zum Übrigen auch hat, wie bei Tele und Strat. Nein, sie nimmt dieses. Das ist der einzige Punkt, wo sie wirklich vom Teledesign abweicht. 4 Kilo, verdammt schweres Teil, super Stimme, super Tuner, hier dran, Messingknöpfe, das fühlt sich gut an, aber die Tuner laufen auch super sauber. Ich musste einmal den Schalter hier schon austauschen, Budget-Elektronik auch hier, ansonsten auch super laufende, wundervoll laufende Potis. Hier Messing, dort Messing, Messing an den Gurtknöpfen, Messing hier oben. Also schon sehr teleske Gitarre. Ist auch heute immer noch unterwegs draußen vom Earl Slik. Feines Teil. Los geht's.
Im zweiten Teil des Tests soll es jetzt um die Mittelstellung gehen und dort ein Funk-Riff gespielt werden und zu schauen, wie die beiden miteinander können, die beiden Tonabnehmer vorne und hinten. Auch hier eine Vorstellung der zweiten Gitarre, das ist die Stack TE, die insgesamt mal billigste mit 157 €. Ich habe zwei Tonabnehmer nachgerüstet. Den hinteren kann man im Moment, den Humbucker, den kann man nicht splitten, im Moment nicht. Das habe ich nicht so eingerichtet, deswegen wird die auch gleich in dem Test mit vorne dem Single Coil und hinten dem Humbucker im Einsatz sein. Ja, ansonsten die Gitarre sticht besonders raus durch ihr Leichtgewicht. Ich glaube 2,6 Kilo. Dieses Paulowiner, dieses ganz leichte Holz, hinten schön zum Spielen abgerundet. Ein fetter Hals, den fettesten Hals, den ich überhaupt hier auf einer Gitarre habe, aber schön einteilig. Die Tuner arbeiten gut, die Elektronik, naja, wie immer. Sie ist besonders durch ihre Leichtigkeit so gern, nehme ich sie in die Hand. Ja, wie gesagt, die Tonabnehmer habe ich getauscht, die ursprünglichen keramischen Tonabnehmer gegen einen Vanson und einen Wilkinson, glaube ich. Guckt im Test nach, da ist es drin. Und bin sehr zufrieden eigentlich mit der Gitarre, vor allen Dingen wegen ihres leichten Gewichts, und ja, die Splitbarkeit wäre mit einer Stunde Arbeit auch wieder da. Und jetzt zum Test der Mittelposition.
Ja, während ich den Film gedreht habe, habe ich mich entschieden, ihn in 2 Teile zu splitten, weil ich denke, dass es alles in einem für ein Video zu lang wird. Teil 1, die cleanen Sounds. Einmal am Halstonabnehmer und die Mittelposition mit beiden. Ich möchte euch gerne meine Ergebnisse sagen. Am Hals ist für mich die SL51 der Kandidat, der am vollmundigsten klingt. Ich sage es einfach, vollmundig. Platz 2 bekommt bei mir die Stack. Sie klingt glockiger, einfach glockiger. Die SL51 steht auf der vollmundigen Seite und sie auf der hellen Seite. Platz 2. Platz 3 bekommt für mich die Michael Kelly, weil sie ist irgendwo ein wenig dazwischen, ein bisschen mehr Richtung Vollmundigkeit, nicht so glockig, aber auch nicht ganz so aussagekräftig wie die beiden anderen. Auf Platz 4, unerwarteterweise, landet der Außenseiter, die Harley Benton TE90, weil sie klingt für mich relativ nah an dem, was ich im Ohr habe für einen Halstonabnehmer-Sound. Auf dem letzten Platz, auf Platz 5, landet bei mir die Yamaha Pacifica, weil der P90 ist jetzt doch zu weit weg von dem Idealklang, den ich bei einer Telecaster am Hals hören möchte oder höre, wenn ich die Augen zumache. In der Mittelposition hat die Michael Kelly für mich trotz der beiden gesplitteten Humbucker die Nase vorn. Sie ist einfach richtig ausgewogen. Auf Platz 2 folgt für mich die TE, also die Stack TE. Sie ist für mich wieder heller und trotz des Einsatzes des nicht splittbaren Humbuckers im Moment am Steg doch sehr nah an dem, was ich mir hier vorstelle. Auf Platz 3 kommt diesmal die Yamaha Pacifica. Hier war der Stegtonabnehmer gesplittet, aber sie macht da einen wirklich, wirklich tollen Job. Und dann erst kommt die Slick, die SL51, weil in dieser Position klingt sie mir irgendwie zu blass. Ja, sie ist blasser für mich als alle anderen. Und als letztes auf Platz 5 kommt diesmal dann wirklich der Exot, die Harley Benton TE90, weil hier höre ich jetzt nicht den erwarteten Klang von einer Tele in der Mittelposition. Ja, das war Shootout Telestyle Gitarren Teil 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich bin sehr gespannt, wie es in Teil 2 weitergeht. Ich bin noch mitten in der Arbeit. Mein Endergebnis ist also auch noch nicht gefallen. Und ich freue mich schon, euch dann im nächsten Teil wiederzusehen. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.